Ja, moin. Endlich wieder Freitag, endlich wieder Patch Notes. Und die gehen wir jetzt Stück für Stück, wie immer, einmal schnell durch. Werden diesmal lange Patch Notes, ich sag's jetzt schon mal, denn es sind insgesamt 47 Seiten. Ich glaube, das sind die längsten Patch Notes, die ich in meinem Leben je gelesen habe. Aber ich habe schon mal durchgescrollt. Ich weiß so ungefähr, worum es geht. Ich habe es mir jetzt noch nicht genau angeguckt, aber den Großteil habe ich schon mal gesehen. Also, ja, was heißt den Großteil? Da haben wir halt durchgescrollt, ne? So, wie gesagt, die Patch Notes, wie immer. Das Mega-Event läuft immer noch. Ne, das ist ja das gleiche Event, was die ganze Zeit schon läuft. Das läuft dann ab bis zum 31. Mai. Das, was ich meinte, es wird nichts. Da kann ich nicht viel zu sagen. Ich habe das einmal erklärt und ich kann es jetzt nicht immer wieder neu erklären. Oder ich schneide es. Guckt es euch an. So, Enchant und Soulcraft Events ist Dings da. Gibt es natürlich den ganzen Mai über. Das stand da auch jetzt schon die ganze Zeit in den Patch Notes drin. Was aber jetzt besonders ist eigentlich würde das Soulcraft Event mit verdoppelten Chancen, hier mit den, wo die Chancen verdoppelt werden auf Erfolg, würde ja eigentlich heute enden. Nach der Main. Ja, nach der Main, ne? 11 Uhr Server Time müsste nach der Main gewesen sein, genau. Bis zur Maintenance. Der Punkt ist aber, sie haben es verlängert. Und zwar die ganze Woche über. Und dafür gibt es sogar einen ganz besonderen Grund, glaube ich. Aber was ist schon mal sehr nice, dass sie das überhaupt verlängert haben. Ne? Das muss man mal dazu sagen. Und zusätzlich dazu läuft dann auch das Enchant-Event. Also ihr könnt besseres Soulcraften und ihr könnt besser enchanten. Je nachdem, was euch in dem Moment lieber ist. So, ne? Was ihr halt mehr braucht. So, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt. Sie haben auch den Item Mall Sale haben sie auch verlängert. So, ne? Also dieses 50 Soulcraft und 50 Advanced Soulcraft Randomizer. Das haben sie auch nochmal verlängert. Das ist natürlich eine geile Nummer, ne? Für jeden, der die kaufen will, ist das natürlich mega. Es ist mega. Okay, sorry. Tut mir leid. So, und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt. Warum haben sie es verlängert? Hat vielleicht seine Gründe. Und zwar Soulcraft Option Changes. Das, was wir letzte Woche oder vorletzte Woche mit den Waffen hatten, das haben sie diesmal mit der Ausrüstung gemacht. Und zwar, wenn man mal hier jetzt so guckt, ich werde euch die Patch Notes wieder unten verlinken, weil wir werden jetzt hier nicht jedes Teil durchgehen, ne? Aber wenn man mal hier so sieht, insgesamt so die ganzen Stats, ist natürlich nett, kann man alles schön mal hier gucken. Was uns interessiert, sind natürlich die 80er und 85er Teile, ne? Und wenn man mal hier guckt, Final Critical Success Rate 1,9% bis 2,2. Also sie haben sie standardmäßig schon komplett erhöht. Davor war ja 0,5 oder 1% der, was man kriegen konnte. Und jetzt ist es 1,9, was ja so schon höher ist als der Dings da, bis 2,2. Was ich ehrlich gesagt krass finde. Auch von den letzten Stats hier, ne? Plus 18, plus 19, plus 20. Also statt wie am Anfang von plus 11 bis plus 15, kannst du jetzt plus 8 bis plus 11 kriegen, so gesehen, ne? Also, plus 18 bis plus 20 kriegen. Keine Ahnung, mein Kopf ist noch nicht so ganz da. Das haben sie auch geändert halt bei den IM-Sachen, ne? Wenn man mal hier so genau guckt. Ach, guck mal hier, das habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Früher war ja nur 0,5 und 1. Das waren früher die einzigen beiden, die es gab mit Final Crit Rate. Diese 0,9, 0,7 und 1,5er gab es zum Beispiel nicht. Aber 1,5 ist natürlich auch nett. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Item Mall Level 20 beim Helm. Gibt es einen Level 20er Helm? Bestimmt. Ja, doch, es wird ein. Okay, diese Weihnachtsmützen sind doch für Level 20, oder? Habe ich jetzt hier nicht auf dem Char. Na, egal. So, gleiche auch wieder beim Top. Ne, wenn man mal jetzt hier so guckt. Wir gehen wieder auf die 85er. Da haben sie sich Mühe gemacht, ne? Ich habe erfahren, dass sie über 4 Stunden an diesen Patch Notes geschrieben haben.
Kann ich auch verstehen. Also, das ist schon crazy. Hier, Max HP. Das sind ja aber so diese Special Stats für die Ausrüstungsteile, ne? 3,5 bis 4%. Hey, wie viel waren davor? 3, ne? 3% war, glaube ich, früher der Max-Stat, ne? Kann sein. Ich glaube, 3 war das. IM ist es 3,2 jetzt. Was finde ich aber geil gemacht. Ey, ich finde das mega gut. Mega guter Change. Auch hier, ne, die Physical und Magical Defense 30% erhöht. 30% ist eine Menge. Also, es ist nicht wenig. Hose. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt mit jedem Teil so. Hose. Jetzt kommen wir zu den Gloves. Gloves sind ja immer sehr interessant für Crit Death Break. Also Crit Death Break Chance oder Amount oder Attack Speed oder sowas, ne? Dafür ist es natürlich schon mal sehr wichtig. Das heißt, wir gehen jetzt mal erstmal hier hin zu den 85er. Und hier sieht man zum Beispiel Attack Speed von plus 15 bis plus 20. Das ist natürlich schon, das ist natürlich so schon mega, weil du davor hattest du ja nur 10. Nur plus 10%. Ein einziger Stat gab es nur. So, und jetzt bis von plus 15 bis plus 20 ist schon crazy. Genauso wie hier die Crit of Break Amount, ne? 6, 7, 8, 8,5, 9. Also, die haben schon die Werte so erhöht, dass selbst der Min-Stat extrem gut ist. So, egal welchen du jetzt von diesen Stats bekommst, die sind schon krass. Genauso wie hier Attack Speed, 15%. Das ist so der niedrigste Stat, den du kriegen kannst für Attack Speed. Also, keine Ahnung, ich finde das schon mega. Ich finde das mega. Ich habe hier Critical Damage Reduction, habe ich jetzt nicht im Kopf, was davor irgendwie die Werte waren. Keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen, aber ungefähr so. Attack Speed, hier sieht man auch wieder, früher gab es glaube ich nur 10 oder gab es auch 5%? Ah, ich glaube hier oben gab es auch 5%. Ich bin mir aber nicht sicher. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht genau. Aber wenn man mal hier so guckt, Item Mall Level 1, 5 bis 12%, Crit Death Break Amount oder Crit Death Break Chance sind nicht verändert worden. Achso, guck mal, hier sieht man ja dann die Werte. 0,3 bis 1,5. Also, keine Ahnung, finde ich schon nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Schuhe genau das gleiche jetzt mit Move Speed, ne? Das wird ja genau das gleiche sein. Von plus 15 bis plus 20. Das ist crazy. Das ist crazy. Auch hier Crit of Break Chance. 2% und 9%. Ich weiß nicht, finde ich schon eine sehr krasse Steigerung. Plus 5. Ach ne, Quatsch, ist hier oben. Plus 5 bis plus 12. Ach so, ist die gleiche Zahl. Naja. Schulter, Crit Damage. Gucken wir mal hier unten, wie viel Crit Damage geben die. Hat man halt kaum drauf, ne? Aber wenn man es dann braucht, 5%. Warum nicht? Cool, cool, cool. Und jetzt kommt Back. Back hat ja auch Max HP, Crit Damage und. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Das weiß ich nicht. Crit Rate. Braucht. Okay. Crit Rate 80. Ich glaube, hier ist ein Fehler drin. Ich glaube, das gibt es bei Flügeln nicht. Also ich glaube nicht, dass sie diesen Stat hinzugefügt haben. Also, ne, falls ihr das seht, den wird es nicht geben. Ich bin mir eigentlich zu 99% sicher, dass es den nicht. Also, da wird ein Fehler drin sein. So, Crit Rate, Crit Damage, 60%. Überlegt euch das mal. Früher war 30% der Max-Stat. Ja, 30. Jetzt sind es 60%. Wenn du das auf mal 2 expandet hast, also 120%. Ist für manche Klassen natürlich geil, ne? 20% Max HP. Alter. Crazy. Crazy. Guck mal hier, die ganzen IM-Rücken sind auf Level 20. Zum Beispiel 35%, 10%. Alter, das ist krass. IM-Teile haben sie auch verändert. IM, hier Face IM-Teile. Ne? Gut, da haben sie einfach nur die Werte hier erhöht, ne? Aber trotzdem. Ich weiß gar nicht, was davor der Max-Wert war. Was war denn davor der Max-Wert? 5? Ich glaube 5, ne? Jetzt ist es auf 7. Ballon ist jetzt auch auf 7. Bracelet. Okay, dann gehen wir mal wieder auf die 85er Bracelets.
Tut mir leid, wie gesagt, ich werde das ja unten verlinken, dann könnt ihr euch das da in Ruhe angucken und alle Sets angucken. Ich gucke jetzt tatsächlich nur auf die 85er. Guck mal, da ist es Physical Death 165%, sonst war 150%, glaube ich. Ja, sonst war 150% das Maximum. 12 Agi oder Int oder Stärke. Crazy. Cooldown und Cast Time 20%. Davor waren es 17. Nett. Ist das hier auch? Ne, hier ist noch 17. Hier ist noch 17. Guck mal, sieh mal an. Halskette. Cast Time Reduction. Achso, Quatsch. Jetzt bin ich hier wieder bei 1. Ach da. 2020. Okay, alles klar. Crit Death Break, Chance und Amount. 9 und 2. Ah, das ist geil. Das ist wirklich geil. Das haben die cool gemacht. Das ist wirklich gut. Hier, 8er Stats. Cool, 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 cool. Für IM ist es halt so geblieben. Da gibt es kaum Veränderung. Also die haben das hier erhöht, glaube ich. Davor war einmal 2 Maximum, jetzt ist es 5. Ich gehe jetzt nicht alles durch. Earrings wird genau dasselbe sein. Ne? Bla bla bla. Die haben sich so viel Mühe gemacht mit dem Schreiben. Eigentlich ist das echt gemein, dass ich es jetzt einfach so überfliege, aber ich weiß gar nicht, was das jetzt war. Ohrringe, ne? Aber so ist es halt. Ringe, gab es auf Ringe irgendwas Interessantes? Nee, ne? Cooldown Cast Time 2020. Mega. Finde ich mega. Aha, Gürtel. Gürtel ist doch eigentlich sehr stark. Warte mal. 8. Cooldown, Cast Time, Crit Death. Mega cool. Mega, mega, mega cool. Okay. Das, das waren die Changes für die Items. Und tatsächlich waren das jetzt die 47 Seiten. Sind natürlich sehr in die Länge gezogen, weil es halt, ne, weil es halt so viele Teile sind. Wie gesagt, ich werde sie euch unten verlinken. Aber das war's dann auch schon mit den Patch Notes. Wie gesagt, denkt dran, diesmal sind beide wieder aktiv, ne? Bis zum 31. Mai. Solange geht auch noch das Buchstaben-Event und. Nutzt es aus. Gibt's viele gute Sachen. Und dann hört man sich selbstverständlich nächsten Freitag wieder, weil dann sind alle Events vorbei und dann geht's wieder richtig los, ne? Also, passt auf euch auf, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.